Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ganz unerwartet kommt heute ein Update auf F9 live und dann die nächsten Tage überall weltweit aufgespielt, aber heute erstmal auf F9. Und zwar wird einmal die Gilde, ja, komplett überarbeitet. Viele Funktionen, die das Leben leichter machen, genauso wie die Post, was sich auch schon lange gewünscht worden ist, dass da mal ein bisschen mehr Quality of Life in das ganze System reinkommt. Und wir werden heute das gesamte Update mal durchnehmen, was da alles so passiert ist. Denn es ist wirklich eine ganze Menge auf jeden Fall, was da im neuen Changelog hier so zutage gekommen ist. Und ja, deswegen gehen wir da mal direkt durch, würde ich sagen. Allgemeine Anpassung, die Gilde. Es wird nun zuverlässig verhindert, dass Gilden, deren Gründung weniger als 24 Stunden zurückliegen, nicht angegriffen werden können. Das ist jetzt auf jeden Fall anders, ja. Dann haben wir hier einmal die Klassen-Icons, werden jetzt in Gildenkämpfen angezeigt. Ja, da haben wir einmal hier das Symbol. Wenn wir uns mal einen Gildenkampf mal einmal anschauen, ja, dann sehen wir hier, ist das bisher nicht der Fall. Jetzt haben wir hier auch das dementsprechende Symbol vor den Gildenfights. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass das da auch mit bei ist. Genau, dann haben wir den Management-Tab, Mitglieder-Screen. Das Layout wurde überarbeitet. Der Button zum Verlassen der Gilde wurde nun nach ganz oben verschoben. Ja, das haben wir jetzt hier oben einmal auf Management. Da haben wir jetzt einmal Gilde verlassen und wir haben hier unter auch den Gildenleiter stürzen. Ja, ich glaube, das kommt hier auch gleich. Der Button, um den Gildenleiter zu stürzen, wurde nach oben verschoben. In dem neuen Bereich Rekrutierung werden jetzt alle Eingeladenen der Gilde verwaltet. Ja, also das System, wenn jetzt zum Beispiel der Gildenleiter inaktiv wird, kann man den zum Beispiel stürzen. Ne? Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gemacht oder gewusst hat, dass es überhaupt geht, aber ja, das ist eine Funktion auf jeden Fall und ist jetzt nochmal ein bisschen besser dargestellt. Gildenleiter und Offiziere können jetzt im Bereich Gildenhierarchie, vorher Gildenmitglieder, alle Ausbauten der Mitglieder sehen und über den Stift-Button den Mitgliederschaftseditor öffnen, um den Rang des Mitglieds zu verwalten. Ja, dort sieht man halt eben nochmal dann alle Ausbauten etc. pp. Nochmal zusammengefasst. Das ist ein bisschen übersichtlicher, das Ganze dann. Dann haben wir den Kampf-Tab, Mitglieder-Screen. Mitglieder, die mindestens 14 Tage nicht mehr aktiv waren, erhalten jetzt den Status inaktiv in der Mitgliederliste samt eines Tooltips. Der Status gesperrt wird nun angezeigt, wenn Mitglieder gesperrt wurden, und der Tooltip erklärt, dass die Ausbauten und Ritterhallenpunkte nicht länger für die Gilde zählen und dass bei Gildenkämpfen nur mit 10% der Lebensenergie teilgenommen wird. Ich glaube, davon hatte ich auch ein Bild gemacht. Nee, hatte ich nicht, aber da kommt jetzt als nächstes noch eine sehr, sehr geile Information. Genau, und zwar ja, also im Prinzip steht da genau das, was hier jetzt auch steht, wenn man halt eben auf so jemanden geht. Ne, wichtig zu wissen ist halt eben, die Ausbauten und Ritterhallenpunkte, die zählen nicht länger für die Gilde und bei den Gildenkämpfen kämpft derjenige nur mit 10% der Lebensenergie. Ja, Kampfscreen. Bei bevorstehenden Angriffen und Verteidigungen ist der Name der feindlichen Gilde jetzt klickbar, um diese in der Ehrenhalle anzuzeigen. Also wenn ihr zum Beispiel hier bei einem Kampf gerade seid und wir klicken hier zum Beispiel, oder früher konnte man ja hier auf Slicer oder hier auf Horizon klicken, dass man direkt zu der Gilde hinkommt. Jetzt in Zukunft ist hier wieder ein kleiner Strich unter der Gilde und dann kann man da wieder raufklicken und dann ist man quasi hier in der Gilde, dann auf zum Beispiel Horizon, hätten wir jetzt hier auf Horizon geklickt. Ja, das nur noch mal auch so am Rande, auch sehr, sehr cool, wie ich finde, dass das jetzt wieder geht. Dann haben wir hier einmal die Post. Ja, die Post wird jetzt als nächstes überarbeitet und viele coole Sachen kommen damit auch dazu. Systemnachrichten. Ein 4. Tab, in dem ab sofort alle SF-Systemnachrichten empfangen werden, wurde hinzugefügt. Diese Nachrichten zeigen jetzt teils einen Timer, Gutschriften, Gildenkampfberichte an. Ja, in Klammern. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in der Post seid und ihr werdet hier durch irgendwelche Coupons oder Gutschriften oder Drops oder Teilnahme an Gildenkämpfen
belästigt und es wird euch hier alles quasi weggespammt an der normalen Post, kommt jetzt in Zukunft ein neuer Tab hier oben hin. Und das ist sehr, sehr geil. Und das hat man hier oben bereits schon gesehen, dass man hier jetzt einen neuen Tab hat, und zwar SF. Ja, wir haben jetzt hier oben nicht mehr 3, sondern 4 Tabs. Und hier werden dann die Gildenkampfberichte separat gespeichert von der normalen Post, weil ja, aktive Gilden haben pro Tag halt eben ja 4 Angriffe oder halt Verteidigung oder Kampfberichte insgesamt so, ne? Und dadurch wird halt extrem viel da reingespammt. Dies wird jetzt separiert. Wann diese automatisch gelöscht werden. Außerdem können diese jetzt über einen Löschen-Button einzeln gelöscht werden. Lediglich News können weiterhin nicht gelöscht werden und besitzen keinen Timer. Es wird jetzt eine wirklich Abfrage auf dem Button angezeigt, anstatt ein extra Pop-up zu öffnen, wenn man einzelne Nachrichten löschen oder verwerfen möchte. Gildenkampfberichte. Darstellungen wurden optimiert. Die Kämpfe, die einzelnen Dungeons werden jetzt unter den Monstern angezeigt, statt wie zuvor lediglich Dungeon anzugeben. Zusätzlich werden nun der Name der Dungeons, die Ebenen, die Stufe sowie Klassen des Monsters und seine Beschreibung abgebildet. Außerdem bei dem Mondportal, da es dort keine Beschreibung für die einzelnen Monster gibt. Wenn das Monster ein Element besitzt, wird dies auch visualisiert. Also wenn ihr euch die Dinger hier zum Beispiel speichert, ja, dann ist hier ja bisher nur, da ist hier Ebbe, ja, jetzt sieht man das halt wirklich so wie ja im Dungeon selbst hier halt auch eben auch so, ne? Mit der Klasse, mit dem Attribut, mit dem dazugehörigen Text und ja, der Monstergrotte, in welcher Ebene etc. pp. Das wird dann hier auch weiterhin in der Post dann angezeigt werden und das natürlich auch sehr schön. Ja, Freunde und Ignorierliste. Hier werden jetzt bei Freunden die Klassen-Icons der Charaktere angezeigt. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein paar Einstellungen. Das Icon bzw. der Tab, welcher zu den Charaktereinstellungen führt, befindet sich jetzt an zweiter Stelle von links. Eine neue Sortierung der Layouts wurde umgesetzt und neue Bereichsüberschriften hinzugefügt. Zusätzlich wurden Formulierungen vereinheitlicht. Ja, bevor wir jetzt hier noch weitergehen, habe ich hier auch noch sehr coole Sachen einmal hier noch rausgesucht. Hier haben wir einmal noch die natürlich neben den Kämpfen, wo sich halt eben eure Mitglieder melden zu den Gildenkämpfen, haben wir hier auch einmal dann die Aufführung der Mitglieder, die teilgenommen haben oder nicht teilgenommen haben, und zwar auch bei der Hydra nochmal, ja, und dann nochmal beim Gildenportal, ne, und das ist hier auch nochmal in der Post dann eben nochmal zusätzlich verewigt, ja. Ansonsten gibt es hier auch eine Neuigkeit, ich glaube, die werden wir auch gleich nochmal im Changelog finden, aber ich wollte sie euch hier auch nur nochmal zeigen, und zwar kann man hier bei den Einstellungen, dann bei Gameplay, die Kampfgeschwindigkeit sich merken lassen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Dungeon Fight seid, ja, und ihr wollt hier einstellen, okay, ich möchte jetzt nicht mit langsamer Geschwindigkeit, sondern sagen wir mal mit Zweifachgeschwindigkeit angreifen, dann geht ihr jeweils dann in einen Dungeon rein, stellt eure Geschwindigkeit ein, 1, 2 oder 3, ja, und wenn ihr das habt, dann könnt ihr hier in die Einstellungen gehen und je nachdem, mit was ihr euch zuletzt oder mit welcher Geschwindigkeit ihr zuletzt gekämpft habt, merkt sich dann eben das Programm die Kampfgeschwindigkeit und ihr geht dann in den nächsten Kampf mit dieser Kampfgeschwindigkeit dann auch rein. Falls euch die normale Geschwindigkeit zu langsam ist, könnt ihr euch zum Beispiel die doppelte Geschwindigkeit, oh mein Gott, what the fuck, einfach so merken. Einfach mal, hier weitergekommen im Wirbelwind. Mit einem Update-Video. Ja, moin. Das ist natürlich auch ganz geil. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Eine neue Sortierung der Layouts wurde umgesetzt und neue Bereichsüberschriften hinzugefügt. Zusätzlich wurden Formulierungen vereinheitlicht, das hatten wir. Aktivierbare Einstellungspunkte, Checkboxen haben jetzt jeweils einen erklärenden Tooltip. Die Kampfgeschwindigkeit kann nun dauerhaft lokal gespeichert werden. Das haben wir jetzt ja eben gerade rausgefunden. Das Empfangen von Gildenkampfberichten kann jetzt von Gildenleitern und Offizieren deaktiviert werden unter Charaktere. Ja, das ist jetzt auch neu. Falls
falls ihr zum Beispiel Offi seid und ihr wollt das nicht haben, dann könnt ihr das zum Beispiel auch ausschalten unter dem Tab Charaktere. In dem Tab Hilfe und Support kann jetzt die Spielwelt und Version über einen Button in die Zwischenablage kopiert werden. Event Aufgabenliste Pet Trainer. Die Aufgabe Gold und Expedition verdienen wurde hinzugefügt, damit stets genug Aufgaben zum Abschließen vorhanden sind, wenn bereits alle Habitate abgeschlossen wurden oder alle Pets die maximale Stufe erreicht haben. Ja, Dungeons bei dem Dämonenportal sowie dem Märchenturm wird jetzt dauerhaft sowohl der aktive Fortschritt innerhalb des Dungeons als auch der Bonus auf der Dungeon-Übersicht angezeigt. Unterwelt, die Kostenobergrenze, in Klammern Gold Cap, ja, für Einheiten-Upgrades wurde auf 5000 Gold begrenzt. Also wenn ihr zum Beispiel, ja, jetzt kommt hier nämlich das Update rauf, auf F9. Bestimmt jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme. Wenn ihr zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ihr wollt den Wächter noch weiter ausbauen, dann seht ihr hier, kostet zum Beispiel jetzt in meinem Fall 72.000 Gold. Ist jetzt halt eben das Maximale auf 5K Cap hoch oder runtergesetzt. Ne? Genau. Das ist auch nochmal dazu. Rahmen. Es wurden Optimierungen in der Darstellung vorgenommen, sodass das Charakterbild nicht mehr verdeckt wird. Verbesserung. Aufgabenliste. Tägliche Belohnungen, die nicht beim Gauker-Goblin abgeholt werden, werden jetzt in das Postfach für Systemnachrichten gesendet und können dort nachträglich manuell abgeholt werden. Also falls ihr hier beim Gauker-Goblin verpasst haben solltet, eure täglichen Belohnungen abzuholen, werden die dann auch für 6 Tage hier bei euch im Post-Tab dann unter dem neuen Fenster dann hier auch gespeichert und ihr könnt euch dann im Nachhinein tatsächlich dann die Belohnung abholen. Das ist wirklich sehr, sehr geil, muss man mal so sagen. Ja. Ansonsten befindet man sich auf einer Expedition, führen die Buttons von Expeditionsaufgaben nun nicht mehr in die Taverne, sondern in die aktive Expedition. Arena Manager, in Klammern Browser Steam, der Text des Tooltips für nicht verfügbare Attraktionen erscheint jetzt an der Stelle, damit diese nicht länger von dem nicht verfügbar Icon verdeckt wird. Und dann haben wir hier noch ein paar behobene Fehler. Ja, da könnt ihr euch, wenn ihr das möchtet, könnt ihr hier das Video pausieren oder zum Beispiel ja, euch das Ganze selbst durchlesen. Ne, es wurden ein paar Sachen hier nochmal optimiert, ein paar Fehler wurden behoben und ja, das ist auch eine ganze Menge, die hier tatsächlich behoben worden ist. Ne? Deswegen, ja, checkt das Ganze mal hier ab, falls euch das Ganze hier noch interessiert, welche Bugfixes jetzt hier noch raufgespielt worden sind. Da wollte ich jetzt hier nicht nochmal überall ins Detail reingehen, aber zumindest die neuen Verbesserungen und Changelogs mit der Post und Gilde wollte ich euch mal aufzeigen, weil das ist wirklich eine ganze Menge. Und ja, deswegen so an sich ist es jetzt ein Update, was jetzt nicht sehr viel Ingame-Content neuen bringt. So. Ich würde es mehr so als Quality of Life Update einfach mal so einkategorisieren, wo halt eben sehr viel passiert ist, was jetzt nicht auf den ersten Blick visuell irgendwie neu sichtbar ist, aber wahrscheinlich in Zukunft halt einfach so dem einen oder anderen so ein bisschen Arbeit abnimmt, beziehungsweise das ganze Game halt ein bisschen übersichtlicher macht. Und alleine schon, dass die Gildenkampfberichte jetzt gesondert mit ja, von der Post getrennt werden, ist halt einfach wirklich schon, muss man wirklich so sagen, ein Segen, weil ja, wenn man sich hier so die ganzen Sachen speichert in der Post, ne, da stören die schon ziemlich diese ganzen Gildenangriffe und deswegen ist das gut, dass das Ganze jetzt hier endlich mal so passiert, wie es passiert und ja, deswegen, jo, ist der Server jetzt hier schon, ist das schon geresettet jetzt hier? Nee, noch nicht, okay. Okay, gut. Ansonsten war es das soweit. Wenn es euch gefallen hat und weitergeholfen hat, ich euch ein bisschen Infos hier übermitteln konnte, dann lasst sehr gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.